miteinander, ich hoffe, es geht Ihnen gut. Ich spreche heute mit meiner Kollegin Adriana darüber, wie man neue Mitarbeiter, die man vielleicht vor einigen Wochen eingestellt hat, in und aus dem Homeoffice onboarden kann. Die Adriana verantwortet bei Personio das Onboarding und wie sie den Prozess in den letzten Wochen umgesetzt hat und angepasst hat, das erzählt sie uns gleich. Hallo Adriana. Hallo Susa. Schön, dass du da bist. Schön, dass du dein Wissen mit uns teilst. Und ich starte jetzt auch gleich mal los mit den Fragen. Und zwar, wie funktioniert denn der Remote Onboarding-Prozess bei Personio? Gute Frage. Die Frage haben wir uns auch erstmal gestellt, weil wir das natürlich noch gar nicht so gemacht haben in dem Umfang. Mittlerweile haben wir eine ganz gute Lösung gefunden. Es hat sich ging um verschiedene Bereiche. Zum einen, wie kommen erstmal die Leute an ihr Equipment? Normal ist es ganz klar, die Leute fangen bei uns im Office an und kriegen alles vor Ort mit einem schön hergerichteten Onboarding-Tisch. Mittlerweile machen wir es so, dass wir das Equipment verschicken. Wir haben zum einen einen Kurier organisiert, der das eben den Leuten wirklich an die Haustür bringt, und zum anderen die Leute, die nicht in München wohnen und aber bei uns starten, bekommen das via Post, damit wir da wirklich sicherstellen, dass die Leute vor Starttermin alles gleich zur Verfügung haben, was sie brauchen, um durchstarten zu können. Ja, und zum anderen ist das Thema Kommunikation auch ganz wichtig. Wir haben versucht, die Leute frühzeitig abzuholen und zu informieren, was passiert denn jetzt eigentlich in diesem Remote-Setup, haben ihm eben die Info gegeben, dass es remote alles stattfinden wird, dass sie ihr Equipment geschickt bekommen und ja, ganz klar und offen kommuniziert und auch versucht, diese Angst und Unsicherheit zu nehmen, die schon auch in den Köpfen gerade herrscht. Genau, und das haben wir einmal von HR-Seite kommuniziert, aber auch durch Hanno, unseren CEO, der hatte auch nochmal eine umfangreiche E-Mail an alle Neustarter rausgeschickt mit eben der Info, dass sie sich keine Sorgen machen müssen, dass wir weiterhin sie einstellen, dass wir uns auf sie freuen und dass wir glücklicherweise als Personio in einer sehr stabilen Lage sind und somit nicht so betroffen sind, wie das vielleicht andere Unternehmen. Welche 3 Dinge sind denn deiner Meinung nach für das Gelingen des Remote Onboardings essentiell? Zum einen, hatte ich es gerade schon angesprochen, ist die Kommunikation, und das muss transparent passieren. Also die Leute müssen wirklich abgeholt werden. Zum anderen ist es das zur Verfügung stellen von Equipment, wie ich auch schon gerade gesagt hatte. Ich glaube, die Technik ist ja auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also die Technik muss sitzen, vor allem eben, wenn es um Remote Onboarding geht. Da sind wir schon recht stabil mit Zoom. Wir haben ja auch vor dieser ganzen Corona-Krise schon viel mit Zoom gearbeitet und nutzen das als unser Daily Tool für Konferenzen. Das heißt, da sind wir stabil, das ist unser Glück. Ich weiß nicht, ob jeder da schon so auf diesem Stand ist, wie es wir sind. Genau, und als dritter Punkt ist es auch, den Teamlead abzuholen. Das sehe ich in der Verantwortung von HR, auch wirklich da am Ball zu bleiben und den Teamlead eben darauf hinzuweisen, hey, du hast Remote Onboardings, kümmere dich um deine Leute genauso gut, wie du es im Office machen würdest. Stell vorab am besten schon Coffee-Meetings ein, sodass dein Neustarter auch wirklich die Kollegen kennenlernt und einfach diese Kultur nicht verloren geht. Wir müssen, glaube ich, jetzt alle versuchen, viel zu kommunizieren in dieser schwierigen Zeit und vor allem eben die Neustarter da auch abzuholen, dass die sich so schnell es geht integriert fühlen. Und gibt es auch Dinge, die man unbedingt vermeiden sollte beim Remote Onboarding? Ja, also ich glaube, man kann viel falsch machen, indem man die Leute zu wenig abholt. Also da geht es vor allem darum, dass man ganz nah dran ist. Also ich glaube, Shadowing ist ein ganz wichtiger Punkt. Wenn man zu wenig shadowt, dann geht da, glaube ich, viel verloren. Deshalb würde ich sagen, Shadowing als ein Punkt, aber auch die gegenseitigen Erwartungen abklappern. Also das ist so und so immer wichtig, sollte aber in einem Remote-Setup umso wichtiger sein, wirklich, dass der Teamlead sich mit dem Neustarter einmal zusammensetzt und nochmal über die Erwartungen spricht, sodass jeder auf demselben Stand ist und genau wenig schieflaufen kann. Beläuft sich eigentlich all in all wieder auf das Thema Kommunikation. Also ich denke, Kommunikation ist da wirklich das A und O. Super, vielen Dank, Adriana, dass du deine Erfahrungen geteilt hast, ein bisschen Knowledge Sharing hier mit uns gemacht hast. Und genau, dann verabschiede ich mich auch von meiner Seite und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Machen Sie es gut.